Es gibt viele Vaults, die für euch vollautomatisiert gewisse Looping-Strategien umsetzen, um Zinsdifferenzen über das clevere Kombinieren von Lending- und Borrowing-Mechanismen auszunutzen. Mit genau diesen Vaults können zum Teil zweistellige Jahresrenditen auf Autopilot erwirtschaftet werden. Doch Fremdverwaltung, zumindest im weiteren Sinne, birgt natürlich auch Gefahren. Wir zeigen euch heute, wie ihr selbst solche Strategien umsetzen könnt, um euch mehr Rendite mit geringerem Risiko zu verschaffen. Neugierig? Dann bleibt auf alle Fälle dran. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Automatische Investments, automatische Vaults sind natürlich sehr, sehr beliebt. Warum? Weil der Automatismus dahinter natürlich sehr, sehr komfortabel ist. Allerdings ist es immer so, dass ihr bei diesen Vaults auch zu einem Stück weit eure Verantwortung jemand anderem abgebt. Wir kennen hier einige Vaults, einige Beispiele, zum Beispiel des IPO-Protokolls, die sogenannten Fusion Vaults, bieten euch über verschiedene Strategien, entweder Lending Optimizer oder Leveraged Looping, genau solche Vaults. Allerdings ist es ja auch so, dass diesbezüglich auch immer ein gewisses Risiko einhergeht. Warum? Weil die Verantwortung der investierten Assets ja natürlich woanders liegt. Es trifft jemand anderes die Entscheidung, in welche Assets investiert wird. Und so sind in der Vergangenheit natürlich auch schon einige Dinge passiert, die nicht so erfreulich waren. Wir möchten nur daran erinnern, dass zum Beispiel im November 2025 der XUSD Stablecoin des DeFi-Protokolls Stream Finance kollabiert ist. Dieser hat 100 Millionen US-Dollar Kapital vernichtet. Vielleicht nicht endgültig, aber zumindest vorübergehend. Wie ist es dazu gekommen? Ja, es ist relativ einfach zu sagen. Die Vault Manager haben einfach das Risiko unterschätzt bzw. falsch eingeschätzt, welches in Verbindung mit diesem Stablecoin eben existierte. Das kann natürlich auch uns passieren. Allerdings ist es so, dass wir Fehler, die passieren, wenn wir diese selber begehen, leichter akzeptieren können, als wenn jemand Fremdes für diese Fehler verantwortlich ist. Also stellt sich jetzt im Endeffekt wiederum die nächste Frage: Wieso setzen wir diese Strategien, die eben dort umgesetzt werden, nicht für uns selbst um? Denn es ist natürlich erst einmal so, dass bedingt durch den fehlenden Automatismus die ganze Sache nicht ganz so bequem ist, als über den Vault zu investieren. Allerdings haben wir hier einige Vorteile, wenn wir uns selber darum kümmern. Was der Vorteil ist, dass wir sehr bewusst das Risiko eingehen und uns mit den Risiken damit auch besser auseinandersetzen. Wir kaufen nicht blind in dem Vertrauen, dass es jemand für uns macht, einfach Risiken ein, die wir vielleicht auch gar nicht verstehen. Zweiter Vorteil ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir ans Leveraged Looping gehen oder auch an die Lending-Optimierung, die Lending- und Borrowing-Mechanismen verstehen lernen und die eben auch in vielen anderen Bereichen uns nützlich sein können. Dritter Vorteil ist, dass wir natürlich auch höhere Erträge erwirtschaften. Warum? Weil wir zum einen das Risiko selber steuern können, aber auch die Verwaltungsgebühren, die bei den Vaults natürlich berechnet werden, nicht zu tragen haben. Und als vierten großen Vorteil, wir verringern unser Smart Contract Risiko, weil bedingt durch den Vault, der für das Verwalten der Kapitalanteile notwendig ist, natürlich ein weiterer Smart Contract vonnöten ist, der immer das Risiko erhöht, denn je mehr Code einfach vorhanden ist, desto höher ist auch das Risiko, dass hier eine Schwachstelle integriert ist. Jetzt wollen wir mal uns ganz praktisch miteinander anschauen, wie so eine Leveraged Looping Strategie denn überhaupt funktionieren kann. Hierfür übernehmen wir die Renditeempfehlungen des Reservoir-Protokolls. Das bedeutet, dass wir der mit dem Protokoll verbundenen Stablecoin, der RUSD, hier in der Übersicht verwendet wird, um Renditechancen eben anzuzeigen. Wie ihr hier seht, wir haben hier einmal die institutionellen, sprich die automatisch ablaufenden, die Vaults, die wir vorher auch schon bei Fusion bzw. dem IPO-Protokoll gesehen haben. Und hier können wir eben auch uns die Expertenmöglichkeiten anzeigen lassen. Übrigens, wenn ihr weitere Übersichten dieser Art haben wollt, natürlich auch für die verschiedensten Stablecoins oder anderen Assets, dann guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zur
zu unserer Mastermind-Gruppe und da versorgen wir euch immer mit solchen möglichen Rendite-Chancen. Gut, wenn wir uns einfach mal diese Übersicht miteinander angucken, dann stellen wir eben fest, dass es hier verschiedene Pools, vornehmlich in dem Money Market Morpho gibt. Wir sehen hier einmal, dass auf Ethereum ein Wrapped Staked RUSD bzw. USDC Pool Paar existiert, mit dem ihr, wenn ihr diese Leveraged Looping Strategie umsetzt, über 25% APY pro Jahr erzielen könnt. Wir wollen allerdings die hohen Kosten von Ethereum vermeiden und suchen uns hier deswegen den zweiten heraus. Das ist ebenfalls der gleiche Pool wie hier auf Ethereum, nur auf der Arbitrum-Blockchain und das sorgt natürlich dafür, dass wir hier wesentlich günstigere Netzwerkkosten haben und sich somit auch das Looping wesentlich mehr lohnt. Wichtig zu wissen ist, dass diese Renditen, die von Reservoir hier angezeigt werden, nicht als praktische Renditen hergenommen werden, denn diese erzielt ihr nur, wenn ihr das Looping wirklich maximal ausreizt. Das solltet ihr allerdings nicht tun, da mit dem Looping einige Risiken einhergehen und je höher ihr dieses Looping eben treibt, desto höher sind auch die Risiken. Welche das konkret sind, da kommen wir jetzt in den nächsten Schritten noch genauer drauf zu sprechen. Wir klicken also hier einfach mal auf diesen Pool, dann öffnet sich auch das dementsprechende Paar im Morpho-Protokoll. Und wie funktioniert das Ganze? Es ist relativ simpel. Und zwar, wir sehen hier erst einmal, dass über 1 Million US-Dollar in diesem Pool vorhanden ist. Das heißt, es ist auch genügend Liquidität vorhanden, um auch einen Kredit zu nehmen, sodass auch der Price Impact auf die Kreditrate nicht allzu groß ausfällt. Wichtig ist immer bei solchen Leveraged Looping Strategien Poolpaare herauszusuchen, die eben auch eine ordentliche Liquidität haben. Wie funktioniert nun dieser Mechanismus konkret? Auch wieder relativ simpel. Ihr hinterlegt einmal die gewrappten, gestakten RUSD als Kollateral und nehmt als Kredit USDC auf. Im nächsten Schritt werden die USDC, die ihr dann als Kredit rausgemintet habt, wieder in WSR-USD geswappt, also auf einer externen DEX. Ihr nimmt diese WSR-USD, zahlt diese wieder als Kollateral ein und wiederholt das Ganze wieder von vorne. Das heißt wiederum USDC aufnehmen, in WSR-USD swappen, wieder als Kollateral einzahlen und so weiter und so fort. Und ein kompletter Durchgang wird hier als Loop bezeichnet. Im nächsten Schritt ist natürlich zu beantworten, wo denn jetzt auch diese Rendite, die hier angezeigt wird, überhaupt herkommt. Und das ist wiederum, wenn man es weiß, natürlich relativ einfach. Und zwar ist es so, dass der WSR-USD momentan Zinsen bezahlt. Das ist ein Yield-Bearing Stablecoin, ein zinsenzahlender Stablecoin von 4,65%. Den Kredit, den ihr in USDC aufnehmt, der liegt momentan bei 3,04%, also niedriger als die Zinsen, die ihr über den WSR-USD bekommt. Differenz liegt also bei ungefähr 1,6%. Und jedes Mal, wenn ihr einen Loop vollzieht, also diese Schritte ausführt, die wir gerade eben beschrieben haben, dann erhöht sich eben eure Rendite in der Position um 1,6% auf den Betrag, den ihr als Kredit aufgenommen habt. Und wenn ihr das eben oft genug macht, dann könnt ihr, wenn ihr das Ganze wirklich bis zum Exitus betreibt, diese 20% Rendite erzielen. Aber jetzt kommen wir eben auf das Risiko zu sprechen. Je öfter ihr loopt, das haben wir gerade eben schon angesprochen, desto höher ist die Rendite, aber auch natürlich das Risiko. Worin besteht denn überhaupt das Risiko? Und zwar in einem DPEG von diesen beiden Stablecoins. Also entweder von dem WSR-USD zu einem DPEG nach unten. Das bedeutet im Endeffekt, dass das Kollateral nicht mehr den aufgenommenen Kredit abdeckt, weil zum Beispiel der WSR-USD im Wert um 20% gefallen ist. Oder wenn der USDC nach oben depackt, und das bedeutet im Endeffekt, dass der Kredit mehr wert geworden ist und der Wert vom Kredit übersteigt das Kollateral. Und es muss immer mindestens 100% des Kredites an Kollateral übrig bleiben, damit diese Position nicht liquidiert wird. Denn diejenigen, die euch den Kredit gegeben haben, die wollen natürlich auch ihren Kredit inklusive Zinsen wieder zurückhaben.
Was also passiert, wenn so ein DPEG vonstatten geht? Dann ist eben die Hinterdeckung des Kredites nicht mehr gegeben und dann wird liquidiert. Das heißt, eure Position wird glattgestellt. Euer Kredit wird dafür hergenommen, beziehungsweise euer Kollateral wird dafür hergenommen, euren Kredit zurückzubezahlen und das mündet in den meisten Fällen in einem 100%igen Verlust. Je geringer der Loop ist, beziehungsweise je weniger ihr diesen Loop wiederholt, desto höher ist auch die Toleranz gegenüber diesem DPEG, weil genügend Puffer, könnte man sagen, vorhanden ist, um Wert von Kollateral mit dem Gegenwert vom Kredit abzudecken. Und genau dieses Risiko zu beobachten, das übernehmen die Vault Manager in den automatisierten Strategien. Und genau dafür bekommen sie eben auch die Gebühr, die dazu führt, dass eure Rendite geschmälert wird. Und wie ihr seht, ist das Ganze nicht allzu kompliziert und könnt ihr auch selbst machen. Wir wollen uns eine Sache noch miteinander zusammen angucken, und zwar, wie konstant denn überhaupt diese Kreditzinsen sind. Denn wenn diese zu sehr schwanken, dann macht natürlich diese Strategie relativ wenig Sinn. Wenn ihr 4,65% für euren Stablecoin bekommt, aber auf einmal 6% für den Kredit bezahlt, dann macht ihr natürlich ein Minusgeschäft. Und deswegen gibt es hier bei Morpho, das ist besonders interessant, eine längerfristige Betrachtung der Kreditzinsen, wie die sich also entwickelt haben. Und wenn wir hier auf die letzten 3 Monate einmal zurückschauen, dann sehen wir, dass immer der Wert von 4,65% unterschritten war, bis auf einen einzigen Tag, wo er mal kurzzeitig auf 14,5% hochgegangen ist. Aber wie ihr seht, hat sich diese Strategie die letzten 3 Monate sehr stabil gehalten und hat euch kontinuierlich schöne Zusatzrenditen auf eure Stablecoins gebracht. Noch einmal zusammengefasst. Ihr seht also, dass die Umsetzung solcher zum Beispiel Leveraged Looping Strategien tatsächlich gar nicht so schwierig ist, wie ihr vielleicht vorher angenommen habt. Wenn ihr euch damit auseinandersetzt, dann lernt ihr selbst so viel dabei und das bringt natürlich auch noch ganz andere Vorteile mit sich in anderen Bereichen des DeFi-Bereiches. Denn DeFi bedeutet immer, selbst tätig zu werden und für sich selber auch die Verantwortung zu übernehmen. Alles andere widerspricht dem Ethos von Krypto. Genau solche Strategien und aber auch weitere werden im Mitgliederbereich unserer Mastermind-Gruppe, die wir etwas früher schon erwähnt haben, miteinander immer entwickelt, aber auch durchgesprochen. Wir geben euch auch Hilfestellung bei genau solchen Themen, damit ihr das und die damit einhergehenden Vorteile, hauptsächlich Renditevorteile, für euch genießen und in Anspruch nehmen könnt. Wenn euch das interessiert, guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung, da gibt es mehr Infos zu der ganzen Sache. Ansonsten soll es das wie immer auch gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.